Yang Ravayannamanapetamapetakrityam Daipayano Virahakatarvajuhava Putreti Tanmayataya Tarvo Vinedhum Tang Sarvabhuta Hidayam Munimanatosmi Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Bhaje Kamandanam Samastapapakhandanam Bhaje Kamandanam Samastapapakhandanam Sabhaktachitaranjanam Sadaiva Nandanandanam. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, der hat uns gesagt, dass nur der kleinste Abweichung von den Lehren vom Gurudev, der kann uns wegbringen vom wirklichen Bhajan. So, wenn du jetzt in der Zwischenzeit die Möglichkeit hast, das mit dem Gurudev zu besprechen, die Abweichung, nachher kannst du wieder auf den richtigen Weg kommen. Aber ansonsten Abweichung, das bringt dich nur aus der Bahn. Also ohne dass du 100%ig Sharanagati hast zu deinem Guru Padma, Guru Varga, dann hast du keine Kapazität, über die absolute Wahrheit zu sprechen. Das erscheint nicht auf deiner Zunge. So ohne dass du 100%, er wiederholt es, 100% hingeben bist, dann kann die reine Sprache, die reine Message über die höchsten Wahrheit nicht auf deiner Zunge erscheinen. Du wirst Angst haben, über all das zu sprechen. So gestern hat er wieder so viele Sachen besprochen. So er sagt, es ist seine Aufgabe, weil sein Gurudev hat ihm die Anweisung gegeben, dass er eben ein klares Bild über Gaudiya Bhajan geben soll. Indian future also we are going to publish one article in which I can compile all the documents. So jetzt in Kürze bringt er immer einen Artikel raus, von viele Kommentare von Sajan Toshami, Gaudiya, Nadia Prakash. So es kommt jetzt bald raus zum Drucken und heute will er ein klares Konzept geben, wie du in Rasadattva Raganuga Bhajan eintreten kannst oder Eintritt finden kannst. So, wir haben zum Thema Venu Gita, so das ist voll von Rasa. Aber wenn ich nicht weiß, was Rasa ist, wie du das kriegst, was deine Position sein soll, nachher kannst du so viele Fehler machen und Missverständnis wird aufkommen.
Srila Rupa Goswami im Bhakti Rasamrita Sindhu Everybody like to get some rasa. Without rasa, nobody like to live. It is from Upanishad. Da ist eben der Vers, wo Goswami beschreibt, dass jeder in der Welt nicht ohne Rasa leben kann. Und es muss ein gewisser Geschmack, ein gewisser irgendwas in dem Leben da sein, ein Rasa. So die höchste Person, Parakileshvara, der absolute Herr, ist die Quelle von all den Rasas. Direkt Rasa means spirituelle Rasa oder indirekt materielle Rasa. So alles kommt schlussendlich von der absoluten Quelle. Raso Vaisaha. Also sei das sicher, Raso Vaisaha, dass der höchste Herr voll mit Rasa ist, Geschmack. Und so viele Seelen, die was von der absoluten Wahrheit kommen, die haben auch einen natürlichen Instinkt, Rasa zu kosten. Aber durch der Misskonzept im körperlichen Auffassung verstehen sie nicht, was wirkliche Rasa ist und begeben sich ab mit der materiellen Rasa. Die etwas höher gestellten, die kosten den Geschmack von den spirituellen Rasa. Es nennt sich Aprakrita Rasa. Und unter der Führung von Chaitanya Mahaprabhu und seine Geweihten, die zeigen uns auf, wie man den wirklichen Rasa kriegen kann. So, warum hat er jetzt den Vers gesagt vom Bhakti Rasamrita Sindhu? Um ihm ein klares Bild zu kriegen, das nicht misszuverstehen. Petito bhavato Berechtigung mean all your material conception, material mind, material conception, material endeavor, all the time, all of your action. So all deine Aktionen, deine Ausführungen von deinem Geist, Körper, Sprache. That's why those time was speaking. Berechtigung all your scope, you have the scope to hover around your mental sky. You have mental sky, you have your sky inside mental sky. In der materiellen Auffassung schwebt man eben dauernd in den materiellen Gedanken, aber du musst außerdem die Wolken von Gedanken kommen. Materielle, was die sprechen, was die fühlen, was die machen, das ist alles auf der Stufe von materiellen Wolken. Aber Vaishnavas, die sprechen auf der absoluten Plattform. Und wenn wir dann von Vaishnavas hören, nachher beurteilen wir auch ihre Aussagen und kalkulieren die mit unseren mit Eindrücken, was wir bisher gemacht haben von der materiellen Welt. So wir können ein klares Bild kriegen von der absolut oder transzendentalen Welt. Und deswegen viele Mal hat er schon erwähnt, dass logische Interpretation, die kann man nicht verwenden auf der höchsten Person angewendet. Oder über die absolute Wahrheit. Aber die Seelen in der materiellen Auffassung, die wollen dauernd versuchen, logisch dem nachzugehen.
oder irgendwelche Argumente machen und so sagen. Aber die Argumente, die Logik kommt alles raus aus ihrem materiellen Geist, denn was sie angesammelt haben bis jetzt für so lange Zeit. Das ist ein kompletter Knoten aus Materie. So wie willst du dann verstehen, das transzendentalen Sprachen? Excellent thing you are going to feel inside your heart. Yas chamatkar riddhi sattva jalivaram. So riddhi sattva jalivaram, das bedeutet, dass dein Herz voll mit Shuddha Sattva, also das ist die reinste Form, die reinste Stufe von Sattva, dass dein Herz voll mit dem ist. Alles Materielle ist ausgelöscht, nur mehr komplett klarer Sonnenschein, alle Wolken sind weg. So, wenn das voll illuminiert ist, komplett hell und strahlend, das kann nur kommen von Guru und Vaishnavas Barmherzigkeit. Maya kare jiva jai sadhu guru. So, of course, when you are going to cut all your, material thinking, everything you are going up. So, wenn du durch dein materielles Denken jetzt durchdringst in die Gegend von Shuddha Sattva, das kann nur vorkommen, wenn du Kripa von so einer großen Person, von so einem Sadhu kriegst. Persönlich kannst du nicht auf die Stufe kommen. So Rasa, das ist so exzellente Sache, das kannst du nur kosten auf der absoluten Form. Chaitanya Mahaprabhu hat das Rasa Tattva diskutiert und Rupa Goswami in Allahabad. So Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, oh Rupa, Krishna ist der Ozean von Rasa. Unendlicher Ozean. So, er sagt, er fühlt Scheue, über das zu sprechen, aber lasst ihn einen Tropfen kosten und gib ihm einen Tropfen von dem Ozean. Öffne deinen Mund und er gibt jetzt einen Tropfen. Und dann sag mal, wie das schmeckt. Also das Tikaka, die was Kommentare schreiben. Also was ist das Vergnügen in Bhakti? So das kann nicht erklärt werden. Es kann nur selber gefühlt werden im Herzen. Keine Philosophie, keine Worte können das repräsentieren, wie es wirklich ist in der Welt. So wie ein Dummer, also ein Taubstummer. Kann nichts hören, nichts sehen. Er haltet sein Leben vom Betteln. Und dann kommen jetzt ein paar Devotees und die geben ihm Süßigkeiten. Und er nimmt es und isst es. Nachdem er es gegessen hat, zu sich genommen. Und jetzt versucht halt irgendwie aufzuzeigen, wie gut es war, weil er kann ja nicht sprechen. Und Vishwanath Chakravarti sagt, das ist die Position, das ist die Situation. Wenn du wirklich den Geschmack von Rasa kostest, das macht die still, ruhig.
already I told many times, what is that? That Dikha Kale Bhakta Kare Atma Samarpan. Sei Kale Kishnu Kare Kare Atma Sam. Sei Deho Kare Tara Sijam Chidanandamoy. Already I told, now I come to the one by one argument. Like this in court, those who are pleader fighting, so one by one argument I can do. So now here, this slope you will have to very carefully judge. At the time of your Diksha, not ordinary Diksha, what I am speaking, everything I am speaking standard. Be careful. What I am speaking all standard. Jetzt diskutiert er den Vers vom Chaitanya Charitamrita Antalila Diksha Kale Bhakta Karyatma Samarpan. So, was bedeutet Diksha? In dem Vers, es ist Einweihung von einem reinen Devotee. So zu der Zeit von Diksha, wenn du voll hingeben bist, dann macht Krishna dein also er macht deinen Körper, die Qualität, was Krishna hat, und die Seele in dem Devotee, der was Einweihung nennt, das ist Satchitananda. Krishna ist Satchitananda. Die Seele ist Satchitananda. So, der Unterschied ist nur, dass Krishna das in enormen Ausmaß hat, die Seele ganz in minimaler Form. So, das Atma, das ist in jedem spirituelle Funken. Also nach dem Prozess von Diksha, nachher kriegt dein Körper so Art Avesh, nennt sie das in Sanskrit, komplett absorbiert und ändert sich wie Eisen, das was man ins Feuer nimmt. Das war davor Eisen, aber wird dann auch Feuer. So es ist für jeden anwendbar. So, wenn du zu 100% Sadguru Vaishnav hingegangen bist, der Diksha ist perfekt, dann seh Deha Karitar Chittanandamoy. So, du kannst nämlich nur auf der Stufe, du musst auf der Plattform sein von Krishna, damit du Krishna verehren kannst. So im Tempel, wenn du im Tempel verehrst, dort gibt es Buddha Mantras, im Archan Padati, Deva Hutva Devam Archat. So wenn du die Deva das verehren willst, kannst du sprechen, die höchste Person. Nachher musst du auch auf demselben Level sein. Ansonsten, wie willst du sie verehren? Also das heißt, eine transzendentale Stufe. But Deva Bhutva, he will have to himself become God. Deva Bhutva, Deva. What do you mean? The demigods I am speaking. Supreme God is separate. So Deva Bhutva, Deva Marche. Those who are staying in heaven, they are totally, their mood, their action, everything separate, their level. So if you are going to worship, in that case you will have to become Deva. So, du musst, um die Deva das zu verehren, musst du auch Deva werden.
Und wenn du Paradevata verehren willst, musst du auf die Stufe von Paradevata. So Archan gibt dir aber die Möglichkeit, oder der materiellen gebundenen Seele, ob du jetzt 50 oder 60% fortgeschritten bist, das ist, dort sind materielle Objekte, der Körper, Blumen, Räucherstäbchen, und du praktizierst auf der Form. Und das reinigt dein Dasein und nachher kommst du langsam auf die komplett transzendentale Form. So, ohne dem kannst du Krishna nicht verehren. Puchuti Mantra. In Chaitanya Mahaprabhu Nam Vipro Nachana Pati Napina Vashyana Suru Nam Vanina Chakya Vinastayate Kintu Prajan Nikila Paramanana Puranavati Gopi Partu Parakamalana Dasata. So, das ist Puchuti. Die Reinigung von deinem Geist, das ist ein Mantra. So, Brahma, das, was uns Chaitanya Mahaprabhu aufgesagt hat, das Mantra. Andere sprechen auch Puchuddha Mantra, Rigveda, Atharva Veda. Gibt es mehrere Puchuddhi Mantras, aber Chaitanya Mahaprabhu hat das gegeben. Also der Vers bei Chaitanya Mahaprabhu wollte sagen, Puchuddhi, das ist, dass du 100% fühlen musst, dass du kein Mann, keine Frau, nicht alt, nicht jung, kein Kind bist, kein König, kein Armer, kein Reicher. Also du musst komplett aus den materiellen Facetten oder Bedeckungen frei werden. So, was ist jetzt Puchuddhi? Puchuddhi bedeutet, dass du hinter die materielle Verstrickung gehst und du fühlst Chit Swarup. Und Chit Swarup, was kannst du mit der machen? Du kannst mit Chit Swarup kannst du am besten Krishna dienen. Was meinst du damit? So wie zum Beispiel die Gopis in Vrindavan kannst du dann Krishna dienen. So Krishna wird gedient von den Gopis mit dem ganzen Körper. Alles verwenden sie für Krishna. Die haben kein Geheimnis, nichts. So, das ist fast unmöglich in die unendlich vielen Welten. Der Dienst von den Gopis. Was bedeutet Gopinath? Gopinath. Was bedeutet Gopi? Gup Dhatu tut schützen. Etwas zu schützen. So Krishna schützt das Extraordinäre, also extra die Stimmung von den Vraja Gopis. So er schützt von den Gopis die Seva-Mut, die Stimmung von Seva. So eine Stimmung haben nämlich nur die Gopis in Vrindavan. Krishna hat niemals die Chance, das zurückzuzahlen. Jeder da, Mam Prabhatyante, Tamsta Jaiva Bhajamya. So die Formel Krishna kann überall verwenden, aber bevor die Gopis hat er keine Chance mit dem Argument. Vrindavan hat die Formel keine Gültigkeit. Na paryaham nirvadasamvidhyam.
Vibhadiyasyapimapi Jamavadujaya Shinkala Samvishta Bhajida Parijatu Sadhuna. So Krishna sagt selber, Parijata Sadhuna. So er kann nicht bezahlen. Ihr müsst von allein mit eurer Stimme glücklich sein. Also er hat nichts zum Geben. Das ist die Kondition von Gopinath. Gopinath bedeutet auch, dass er die Seva-Stimmung von den Gopis schützt. So er ist der Herr von allen Gopis, der Nath. So er hat über das schon gesprochen, dass diejenigen, die was vom Rasa-Lila hören, dass sie dann sofort in das Rasa-Lila eintreten können. Okay, Srila Vishwanath schreibt, Sridhar Maharaj schreibt, es kann nicht falsch sein. Aber wenn Narodam Das Thakur schreibt oder spricht, Vraja also du musst über deine Abrakrata Form nachdenken, über die meditieren. Mone Nija Siddha Kora Deha Kovan. Narodam Das Thakur schreibt es. Mone Nija Siddha Deha Kora Bhavana. So du musst über Siddha Deha nachdenken und machst innerlich und äußerlich Bhajan. So, der Vers ist von so vielen Leuten falsch interpretiert. So mentally we can conceive. Yesterday I already told. Bonded soul, they are having that kind of audacity. They want to prove that I am just fit for solitary bhajan. They enter into a solitary castle or room, lock the room. They are going to do Harina. They think I am on Gopi mentally. So, es gibt viele, die was eben versuchen, dann sich ins Zimmer oder in ein Bhajan-Quartier begeben und dann über Form nachdenken, die was sie immer imaginäre Form, einen spirituellen Körper, mit dem sie Krishna dienen. Aber die alle, den Gurus und die, was denen folgen, die fallen ganz leicht runter. Diejenigen, die was denken, dass sie Gopis sein oder dass sie mit Krishna eine Beziehung haben, das ist ganz leicht der Runterfall. Also das ist kein System von Raganuga Bhajan. So wenn Rupa Goswami sagt, Petita Pavana Varta, so warum kalkulierst du dann, dass du mental über einen Körper von einer Gopi nachdenken kannst und in dem dann Seva-Dienst zu Krishna bereitest. So, das ist nicht der Fall. So als allererstes, wir sollen uns erinnern, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada schreibt, in dem Chaitanya Shikshamrita genauso.
aber die meisten sind blind wie Eulen. Die machen eine neue Philosophie. Chaitanya Shikshamrita im Jaiva Dharma ist das alles geschrieben. Aber die sind blind und geben eine neue Philosophie. So Prabhupada sagt, es ist nicht, dass du mit deinem materiellen Körper und der Nartas Krishna dienen kannst. Krishna Seva ist nicht so Krishnas Dienst ist nicht eine Funktion von einer gebundenen Seele mit so vielen Nartas. So, der hat keine Möglichkeit, so Krishna zu dienen. Remember, one by one we have to carry like card, those people playing card, they are playing card, one by one, then carry. We will have to try, like card playing. So now actually, Prabhupada now come to the point that Krishna Seva, be sure, Krishna Seva is a function of aprakita deha. Krishna Seva is not a function of a material body. So Krishna Seva ist eine Funktion von einem spirituellen Körper, nicht von einem materiellen Körper. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, der hat über all das geschrieben und gesprochen. So Vyasadev, der Vyasadev Acharya, Bhakti Yogena Manasi. So there's a verse from so was anwendbar ist für Vyasadev, dann ist es nicht für uns anwendbar. So für Vyasadev Bhakti Yogena Manase Pararityam Purusham Purnam. I already told that day, Narad Muni in previous life got the scope to see Supreme Lord for fraction of second. Fraction of second, no? So Narada Muni, der hat die höchste Person für eine Sekunde gesehen, für, so wie ein Blitz ist erscheint. Und dann ist er verrückt worden. Now it is written, Vishwanath Chakravarti speaking, Narad Muni got the scope previous life. So Narada Muni hat im letzten Leben die Chance gehabt, eben den Darshan vom höchsten Herrn zu kriegen. Die höchste Person ist erschienen, aber so kurz wie ein Blitz. Und danach ist er verrückt worden. Und dann hat aber die höhere Stimme gesagt vom Sky, vom Himmel, und in dem Leben wirst du mich nicht mehr sehen. Aber nur, dass ich dir jetzt ein bisschen Begierde gebe, dass du mehr und mehr enthusiastisch in der Bhajan gehst. Und nachher schlussendlich wirst du es erreichen. So, was ist die Aufgabe von Guru und Vaishnava? Nur nicht die Schüler ihnen falsche Richtung zu geben, sondern die geben ihnen Kraft, sodass der Shishya wirklich Kraft fühlt und sagt, dass er selber machen kann. So derjenige, was alles selber macht und dir versucht, das Bhajan zu verstehen, das ist Sadguru. So alles, was er macht, ist ein Beispiel für die. So Sadguru zeigt es in seinem Charakter auf. So, und so Sadguru, der gibt dann einen Stempel
in die Herzen. Und die wollen dann auch selber Seva machen, so wie Sai Gurudev. So, die denken immer nach über das materielle Sukh, über die materielle Freuden, sondern die schwimmen immer im transzendentalen Tomara Tukha Hoye Jata Seto Paramasukh. Oh Gurudev, oh, wenn ich dir diene, nachher bin ich, wenn ich so viel Schmerzen habe in deinem Dienst, ist es doch gut, weil es mir so viel Freude bereitet. Tomara Seva Dukha Hoye Seto Paramasukh. So, der schreibt, wenn ich so viele Probleme kriege, okay, lass sie kommen, aber in Guru Seva ist das, macht ihm das nichts aus. Okay, lass uns in den Ozean von Miserie werfen, aber trotzdem, diejenigen, die seilen im transzendentalen Rasa und die denken sich, die fühlen das nicht, die fühlen nur Joy einander. So, der höchste Herr gibt jetzt die Stimme und sagt, lange Zeit, in dem Leben hast du nicht mehr den Darshan. Die Sekunde, den Darshan hast du jetzt gekriegt, damit eben enthusiastisch und begierig jetzt weitergehen kannst auf deinem Weg vom Bhajan. Wenn Sadguru wirklich Kraft zum Shishya gibt, nachher was ist nicht möglich für ihn? Alles ist möglich. So Sadguru kann dir die Kraft geben. Er sagt, hey, mach den Seva, mach das, geh predigen oder tu das, in dem ist eine Kraft. Ich bin immer mit dir. At the same time, Rupa Goswami was speaking, Gatrito Bhavana Vartu Jastomatkara Bharabhu, Hridi Sapta Jalevaram Sabdaseso Sarasamataha. Whereas in Bhagavatam itself we find that Avipakka Kasayanam Duddhasa Aham Tu Yoginam. At the same time when speaking Bhakti Yogina, in this sloka I seen already, Bhakti Yogena Manasi Samma Pranita Amare, and this book I already speak. This is also applicable for Vasudev Goswami. So die Verse, was er jetzt gesagt hat, das sind alle anwendbar für Vyasadeva Goswami. Wenn Vyasadeva Goswami Bhajan macht, nachher bei dem Befehl von Narada Muni konzentrierte sich auf den Bharakileshwar, den höchsten Herrn. Er selber, Vyasadeva, ist ein Shakti-Vesh-Avatar. Then he could see when his heart is totally illuminated, bright and bright, like crores of sun rising at a time. He suddenly finds Supreme Lord is there in front of him. And after that, he could see that Mayadevi is there just backside. So Vyasadeva, der hat dann den Darshan gehabt, weil es am Guru gefallen ist, vom höchsten Bassin. Und hinter dem höchsten Herrn ist mit voller Scheue ist Mayadevi gestanden. Die illusionierende Energie. So wie Vyasadeva hat beide Seiten gesehen, die materielle und spirituelle. Aber Mayadevi, sie ist ganz scheu, weil sie alle Seelen in Illusion, mit ihrer Illusion verstrickt.
So nachdem jetzt all die Verse diskutiert worden sind, was ist unsere Aussage? Und nachher a few days before I was speaking. What speaking? I was speaking that Kashi Maranat Mukti. So, nachdem wir jetzt so viele Verse gehört haben, wie viele würden dann jetzt noch kommen, Rasa Panchadhyaya zu hören? Also die 5 Kapitel mit dem Rasa im Bhagavatam. Kashi Maranat Mukti. Das ist eine stufenweise Promotion. Höher. Über das hat er auch ein Buch editiert über das Thema. Er weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber er hat es geschrieben. Vielleicht 13 Jahre schon zurück. That's not so important. I can show you that book. And in that book, I already give the example that there is. Auf jeden Fall in dem Buch hat er das Beispiel gegeben. Es sind 2 Arten von Mukti. Shadya Mukti, also die kriegst du sofort. Also du verlässt den Körper und kriegst Mukti. Und der andere Mukti bedeutet stufenweise Mukti. Also du wirst langsam befreit von Materie. Das Beispiel ist Gopikas. Gopikas geht dort und dorthin, höher und höher. Brahma, Indra, Brahma, Vaikuntha, aber nirgends ist er wirklich zufrieden. So stufenweise. Eine ist stufenweise und eine ist sofort. Kashi Maranat Mukti. So, also wenn du in Kashi dein Leben verlässt, dann kriegst du nicht sofort den Mukti, sondern die stufenweise Mukti. Über Ajamil genauso, das Ajamil dort ist geschrieben, dass Ajamil Opi so Ajamil, das ist eine transzendentale Welt. So, okay, Ajamil ist gegangen, aber das muss man tiefer verstehen. And actually not following, like the example Mahaprabhu speaking, Ved Mukhe Mayavad Bodhukhe Odhik. I already told you, can remember. When Sankarized, their Sankaracharya, their follower, Mayavad, they are going to keep Veda in front of public. See, we obey Veda. So, die Mayavadis, die sagen auch in der Society, oh, wir folgen die Vedas. Aber Mahaprabhu sagt, das ist mehr gefährlich als wie ein direkter Buddhist. Die Mayavad-Philosophie ist gefährlicher als wie ein direkter Buddhist. Buddhisten, da weiß man, dass man da nicht hingehen sollen, weil die alle eins werden wollen schlussendlich. Aber die Shankara, die folgen, die was Shankaracharya folgen, die sind noch gefährlicher, weil die machen dasselbe, aber im Namen von den vedischen Schriften. So, die verwirren die Leute durch das. Right, that I am under the guidance of Vishwanath Chakravarti, under the guidance of Sridhar Swami, under the guidance of... So, du kannst schreiben, du bist unter der Führung von Vishwanath, Sridhar Maharaj.
und so weiter. Follow what I mean to say. When I do analytical study, So, wenn du das analytisch studierst, dann findest du, oh, er sagt, es ist unter der Führung von Vishwanath Thakur, aber analytisch kann man feststellen, dass er nicht seinem Guru Varga folgt. So, er ist sogar fast ganz weit entfernt. So Dämonen, die können auch Schriften rezitieren. Dämonen können Schriften rezitieren, sogar sehr gut. Hiranyakashipu, Amba, Mata. Their quotation, why they are quoting some Shastra to get some undue advantage. Shankaracharya also getting some quotation from Upanishad, Veda and from Gita. But going to So Shankaracharya, der sagt, viele Kommentare von Shastra. But he is quoting Shastra to get undue advantage of the Shastra. Aber er will was rauskriegen aus der Shastra. So er wendet Shastra nicht wirklich an. So die Verse, was Shankaracharya repräsentiert, so das ist nicht anwendbar für überall nach Zeitort und Umständen. Es ist nicht 100% perfekt. Sagen wir mal, einer, der ist so clever, der nimmt jetzt eine Quotation von Tulsidas und er spricht nicht, was davor gesprochen worden ist oder danach. Also der Kontext. Ohne Kontext. In Hindi ist es so, wenn der Kontext nicht besprochen wird, was danach und davor gesprochen wird, er rezitiert nur in Vers. Nachher kann man den ganz leicht falsch interpretieren. Shankaracharya macht es auch. Jnanamanandam Brahma. So, das ist richtig. So, Brahma ist es Gyan Swarup, aber zur selben Zeit, Brahma kann aber viel nah. So, die Anwendung von Gyan ist möglich, aber Mayavadi ist voll damit. Die sagen, oh, Brahma ist voll mit Wissen. Brahma ist selber Wissen. Aber die können es nicht verstehen. Brahma kann auch Wissen anwenden. Okay, I agree, but you will have to speak what is the meaning. Also wieder so ein Vers, eben so viele Verse kannst du missverwenden. So Dämonen können auch Verse rezitieren und die kriegen ein Extrakt von dem und dem Vers. So wir sind nicht interessiert über das. So er hat gesagt, er will Segen. Das Siddhanta von ihm und von Gurudev ist alles klar. So viele haben sogar
Prabhupada verlassen und haben dann gegen die Gaudiya-Mat geschrieben, gegen die Philosophie von Gaudiya-Mat. So, das ist ganz schwierige Situation. So, was war dieses Siddhanta von seinem Gurudev und was für Siddhanta repräsentiert er? Satguru, Satshishya, das muss eben im Einklang sein. Wie suchst du deinen Shiksha-Guru? So, wenn du einen Shiksha-Guru aussuchst, dann muss er in Linie sein mit deinem Guru. Und er muss Respekt zu deinem Guru zahlen. So, der Shiksha-Guru muss im Einklang sein und er mehr und mehr, dass du mehr und mehr Respekt kriegst für deinen Diksha-Guru. So, er spricht immer über Satguru und Satshishya, das ist Standard. Es ist nicht sein Ziel, um uns misszuleiten, fehlzuleiten. Er will uns lernen in so einem Weg, dass du mehr und mehr Respekt zu deinem Diksha-Guru kriegst. Wenn er das nicht machen kann, wenn der Guru der Satguru ist, nachher macht er einen Fehler. So, es ist die Aufgabe vom Shiksha-Guru, dem Shishya, dem Schüler zu helfen, dass sein Respekt mehr und mehr wächst zu seinem Diksha-Guru. Weil von deinem Diksha-Guru hast du das Sambandha-Gyan gekriegt, die Beziehung. So, du hast das Sambandha-Gyan gekriegt von deinem Gurudev, so warum sollte er die jetzt fehlleiten? Er kann uns nur führen auf so einem Weg, dass du immer Respekt hast für deinen Gurudev. So, und manchmal ist es, Madhyamakari hat ein Problem, dann musst du Gurudev fragen, oh Gurudev, du führst mich nicht wirklich, also du kannst du mal erlauben, dass ich zu dem und dem Maharaj gehen kann, um dort was zu lernen. So der Gurudev kann dann sagen, okay, du gehst. Und du musst dann abchecken, ob der Shiksha-Guru komplett mit deinem Gurudev, dass er vollen Respekt hat zu deinem Gurudev. Jiva Goswami schreibt beim Sandarbha, that you will have to take permission from your Guru Gaya. So, du musst deinem Gurudev fragen. Then I can go to your point. Finally, I can. Now I am decorating all legal, procedure. After that, I approach, cut your siddhanta into pieces and throw. Follow? First of all, you see when I speak, that actually Jiva Goswami was writing that Guru Vakyaya bedeutet unter der Führung von Guru. Tatsevan avirodhena cha. Anesham opi Vaishnavana. So, was bedeutet das?
Tatsevan avirodhena cha annesham opi vaishnavam sevanam sev. What is it? By the order of Gurudev, after taking permission from Gurudev, I can serve other Guru Vaishnava. Also, wenn dir der Gurudev wirklich sagt, nachher kannst du an anderen Lehrer folgen. Also er musste erlauben. Lokanath Goswami von Narodam, der Gurudev von Narodam. Narodam hat alle Lehren gekriegt von Jiva Goswami. Hridaya Chaitanya ist der Gurudev von Shyamananda Prabhu. Shyamananda Prabhu ist auch zum Jiva Goswami Path gegangen. Srinivas Acharya genauso, der ist der Schüler von Gopal Bhatta Goswami. Der kriegt die Lehren auch von Jiva Goswami. So I give all examples. So Guru Bhagavaya Tatsevan avirodhena cha annesham opi vaishnavam sevanam sev. Provided this is not going to put any disturbance in the way of my Guru Seva. Follow my point. I can take permission from my Gurudev to hear Harikatha. So, du kannst um die Erlaubnis fragen, dass du zum anderen Lehrer gehen kannst, aber der muss komplett im selben Siddhanta, in derselben Führung sein und Respekt für deinen Gurudev haben. Nachher ist es autorisiert, wenn der Gurudev Erlaubnis gibt. Negative attitude for your Guru Bhatta, no. At the same, another point, it is not going to make any disturbance in the way of your Guru Seva. Und es soll keine Schwierigkeit geben der Seva in deinem Guru Seva. Am schönsten kannst du das nicht machen. Tatsevan avirodhena cha. Avirodhena cha means no virodhena cha. Follow. Avirodhena cha means no virodhena cha. Not going to make any disturbance. Avirod means anukul. Follow what I mean to say? Tatsevan avirodhena cha means there is no disturbance. Positively I can do. Because it's not going to make any disturbance. So, wenn der Gurudev kein Problem macht in deinem Seva zu deinem Gurudev, nachher ist es okay. So, Rupa Goswami schreibt Sajati Snikta. So, er gibt all die Beispiele, dass du es nicht missverstehen kannst. Jiva Goswami meint nicht, dass das in jeder Sampradaya ist. Es können gute Vaishnavas von anderen Sampradayen da sein, aber Rupa Goswami sagt, wenn du an Vaishnava dienst in deiner Sampradaya, dann ist der Kanal richtig, Gaudiya Channel. Dann kriegst du einen speziellen Benefit. Yes, Sajati Rasa Snikta Sadhusanga Satovare. Also es ist viel, viel besser, wenn du die Gemeinschaft kriegst von Sadhu in der Gaudiya Vaishnava Linie, in dem Kanal. Speziell von Gaudiya Math, dann ist es exzellent. Gaudiya Math Siddhanta ist so fein und das ist das Beste, was du kriegen kannst. Und jetzt kommt er zurück. So durch das ganze Siddhanta ist es jetzt klar, dass Vishwanath Chakravarti, wenn er sagt, Vikridam Vrajavadubhar Vishnu
Tirpatim. This slow. Now we have to come back to it. In the commentary, Sridhar Swami was speaking, what to speak about devotee. So Sridhar Maharaj sagt jetzt im Kommentar, die wasjenigen, was in höchsten Herren schon dienen, die kriegen super, haben einen super Fall. Aber die gebundenen Seelen, die können auch ihr Herz ändern. So ohne dass du Diksha, ohne Siddhanta, ohne Satsanga, können die das Herrn des Rasalila und Eintritt in Vrindavan finden und dort tanzen mit Krishna. Also was will man damit sagen? Dann müssen wir alle Schriften in die Ganga werfen. Rasamrita, Sindhu, Sandarbha, Chaiva Dharma, Shikshamrita und das Siddhanta dann akzeptieren. So Ajamil, der hat die Chance gehabt, in den Darm zu gehen, aber das ist kein Joke. What happened when Vishnudut came and Jamadut came, fighting took place? So wenn Ajamil, die Vishnudutas, die haben ihm geholfen und haben gesagt, hey, geht's, er ist Sadhu. Er chantet die heiligen Namen, Narayan, Narayan. So er wird so hat er keine Sünde mehr. Das ist Dharma, ja, das ist Dharma. Aber wir haben gehört von Yamaraj, okay, gehen nochmal fragen, Yamaraj. Und Yamaraj sagt, na, ihr habt es nicht verstanden, mein Punkt. So Yamaraj gibt jetzt eine neue Philosophie zu seinen Dienern. Die, was Vaishnavas sein, die Namen von Hari, von Krishna sprechen, denen können die Yamadutas nichts anhaben, sagen sie. Also er ist der Herr über die ganze Welt, aber nicht für die Vaishnavas. Die Vaishnavas, die können zum höchsten Herrn. Und er ist der Mai Prabhu, der Krishna. Yamaraj ist der Totengott. Und Yamaraj hat die ganzen materiellen Leute unter Kontrolle. Aber die Vaishnavas, die was Krishna folgen, die hat er nicht unter Kontrolle, sagt er. Und er ist selber auch Yamaraj, er ist selber ein Verehrer von Krishna. So, das ist der Punkt. Nachdem Ajamil jetzt die Worte gehört hat von den Dienern von Vishnu, 4 Dutas, 4 Messengers sein können. Und die haben gesprochen. So, das war eben so ein Wissen, wo Ajamil langsam Sambandha-Gyan gekriegt hat. Ajamils Gurudev ist sozusagen die Vaikuntha Dutas, also transzendale Figuren sind es, transzendale Leute, Menschen oder Einwohner, die kommen von der spirituellen Welt. Und er hat dann seine ganze Stimmung, alles hat sich verändert. So, das ist eine Art von Diksha gewesen. Now at least I will have to live this family life. This is bondage. Dangerous, this cross with whom I am going to live whole life, miss whole life. So my children, they took birth, and the small children, Narayan, I have so much attraction for him. Still, no more. I am going to cut everything. Because he got good association. So Ajamil, der sagt jetzt, er muss jetzt alles aufgeben. Seine ganzen materiellen Familienangehörigen, die was keine Vaishnavas waren. Lavamata Sadhusanga Sarvasiddhi Hoy.
also eine Sekunde oder nur eine kurze Zeit die Gemeinschaft gehabt, mit der Yamadutas, dann ist er befreit worden und hat keine Attraktion mehr gehabt für seinen jungen Narayan. Und er ist nach Haridwar gegangen auf das Ufer von der Ganga. So ist er nach Haridwar gegangen und hat über den höchsten Herrn meditiert und schlussendlich hat er ihn erreicht in Vaikuntha. So it is sure, 100% I agree that those Vishwanath Chakravarti, Siddha Sai was speaking this way, I can also discuss in detail. I can bring papers. I am writing actually. So you can find Vishwanath Chakravarti's writing. It is one kind of magic spell is there with this Lila. Just like, money, jewels. One jewel has some sort of a tremendous power, magic power, to change this iron to gold, this kind of magic. So, like money, Dibba money, this Rasa Lila have the extraordinary power. So das Rasa Lila ist wie ein Juwel, es kann das Herz verändern von normalen Leuten und was ganz zu schweigen von Devotees. Aber du kannst nicht sagen deswegen, dass du alle Rasamrita sind und alles wegwerfst. Und du herrschst nur Rasa Lila. Und wärst dann, hast dann Teil an dem Rasa Lila. Das ist nicht die Bedeutung von dem Vers. Sridhar Swami, der hat gesagt, das ist sicher. Also ein anderer Punkt. Vishwanath Chakravarti, Sridhar Maharaj. Also wir müssen hören von einer reinen Quelle, die was Verständnis haben von der Transformation von Rasen. So, du kannst nicht von jedem das hören. Überall am Markt was kriegst. Also du kannst sofort runterfallen. Das ist ein anderer vitaler Punkt. Vikrididam Brajapodibhi Shadam Bhaktim param bhagavatim pratilokyatam Ridrogama supayat achirena tiraha Achirena tiraha, das bedeutet nicht Pandit. Pandit, and if I want to get the exact meaning of Pandit, I can go back to Krishna. Also das die Bedeutung von Pandit. If I want to know the exact meaning of Pandit, who is Pandit? Was ist die exakte Bedeutung von Pandit? Wer ist Pandit? If at all I am going to get the exact meaning. So das exakte Bedeutung von Pandit, dann musst du anhören, was Krishna sagt. Krishna sagt, sag ihm, wer Pandit ist. Wer ist Pandit, sagt Uddhav. Pandito Vandamakshave. Pandito Vandamakshave. Who is aware about those factors? That this is one kind of bondage for me. This is one kind of freedom for me. Those who have full knowledge about any action. Pandito Vandamakshave. Those having full knowledge about so diejenigen, was voll this is one kind of freedom for me. Follow? But they are making Pandit Artha, the meaning of Pandit. Zu denen, was Bescheid wissen, wie du aus der Verstrickung rauskommen kannst, aus der materiellen Energie, das ist ein Pandit. Oder Dhira ist nicht Pandit. Dhira bedeutet Pandit, aber es ist auch noch nicht komplett. If I want to speak
So Dhira ist Pandit, aber doch noch nicht komplett, vollkommen. So du musst mehr präzise sprechen. Dhira bedeutet, Deva Snigdha Shishya sein. Unter der Führung von Prabhupada ist das sei bedeutet. Dhira bedeutet Deva Snigdha Shishya sein. Auf Englisch kann er das nicht umsetzen oder übersetzen. Also es ist kein Wort im Wörterbuch. Es ist Snigdha Shishya, Achirena Dhira. Dhira ist ein Snigdha Shishya. Then he can say that you know me, same he is and me. Many times not possible. Many times not possible. You see, das ist Gurudev, was er einen Schüler ausgewählt hat. Same thing Vishwanath Chakravarti. Shakshal Haritena Samasta Sasya Ruktasala. Krishna speaking, Acharya Mam Vijaya. If you honor Sadguru, so wenn du Sadguru verehrst, er ist Sadguru, dann verehrst du mich. Ich bin der Sadguru, sagt Krishna. So die Ehre zum Guru, zum Sadguru, ist sogar mehr wie die Verehrung von Krishna. Der Respekt. Weil Sadguru ist selber Krishna. Then it means, what does it mean? Then the meaning coming now, one by one. Meaning coming. So, jetzt erklärt er das. Approaching towards final judgment. Final judgment. What is that? Still I can speak. Also jetzt kommen wir zu der Schlussfolgerung. So nur die was Dhira. Dhira bedeutet eben jetzt der was ein Snigdha Shishya sein. Ein ausgezeichneter Schüler. Der ist gleich. Der ist gleichzusetzen mit Guru. So wenn der Schüler als Guru rausgehen kann, wenn der Schüler als Guru agieren kann, wann kann er das? Wann kann ein Schüler als Guru agieren? So wenn die komplett eins worden sein. So beide sind eins worden. Und dann ist spezielle Kraft da. Snigdha bedeutet, was das ganze Siddhanta, das Etikette, Vichar, Stimmung, Charakter, alles vom Guru komplett in Toto annehmen. Not only that, Prabhupada also not speaking this word, Toto, I am speaking. Prabhupada speaking? Srila Prabhupada sagt nicht Toto, er sagt Dovetailed. No? One cap is there, just fitted with this cap. You want to apply, powder. Then you have to open this cap. You open this cap, it is just fitting with this main container. One cap is there. So it is just right. You just open and then apply powder in your body. Follow? Then again you put over there, dovetail means khape khape. In Bengali, in crude language, you see, khape khape. So Dovetail, das bedeutet so, wie wenn du eine Flasche zudrehst. Follow my point? So in total I am speaking this word. There should not be any tolerance. That's why I told in starting that slightest deviation from the track of your Guru Padma can ultimately throw you away from Bhajan. Why I speak this way? Oh Maharaj, there can be slight difference. No, we cannot talk. Slightest deviation from the track of Gurudev
can ultimately throw you from it. How? So, am Anfang hat er das Wort besprochen oder gesagt, dass die kleinste Abweichung von Gurudev kann die schlussendlich so weit wegbringen. Very fine angle, 0.01 degree. 0.01 degree you cannot measure. So fine. So, aber wenn like ganz, ganz wenig, man sagt das jetzt ein mathematisches Beispiel, wenn du jetzt eine Linie ziehst und nachher zwei Linien, das sind jetzt zwei gerade Linien, die gehen sind jetzt auf eine Linie, aber wenn eine Linie nur einen Millimeter abweicht, dann verzieht sich das langsam. So wie wenn ein Flugzeug langsam eben hinten ihre Seitenflügel nach links und rechts gibt, dann kannst du so komplett einen anderen Kurs gehen. So die kleinste Abwendung von deinem Gurudev kann dich schlussendlich weit wegbringen. Coming and making one angle. Fine. Now this accurate angle is so fine, it seems two straight lines almost suffer to each other. I cannot find any deviation. Also am Anfang ist kein Unterschied zwischen den zwei Linien. Aber wenn die zwei Linien nach einer gewissen Zeit findest du, dass die weit auseinander sind. Am Anfang kannst du das nicht sehen. Ultimately, that kind of departure you can, deviation you can find, through which I can grasp the diameter of this whole world. Follow what I say. We have to think very accurately. I am speaking about calculus. Tends to 0, tends to infinity. If I extend these two lines more and more, ultimately, I can catch the whole world diameter, this thing. So this way, Purva is not mad. Why Purva speaking this So way? Prabhupada ist nicht verrückt. Warum spricht er so? Purva speaking this way? The slightest deviation from the Das track of die your kleinste Veränderung von einem Gurudev, die kann die komplett fehlleiten dann von deinem Bhajan. Suppose there is a deviation. Sagen wir, But in between, if you have wenn dazwischen die Möglichkeit ist, es zu rektifieren, nachher ist es kein Problem. Suppose there was a deviation with my Gurudev, but now after doing bhajan and anugata, and now there is no, I can make up, and that is no problem. So now actually, Vikrita Ambarja Bodha Vedansa Vishnu Saddhan Nida Manusrana Vathorana Irja Bhaktim Param Hridroga Vasukainati Achira. Hridroga is not a matter of joke. So Hridroga. You are doing bhajan for a long time. You are hearing so many things. Why not your head? Your heart is changed. There must be some condition. You ignore. Bhaktim Param. Bhaktim Param. Bhaktim Param in absolute bhakti you are going to get. So absolut Bhakti. Those Gopikas having that absolute bhakti. So Gopis, die haben die absolute Bhakti. Bhagavatim Pratilabhya Kamam. And Hridroga Masupainati Achiranadeva. Achiranadeva, not Chirana very quickly. So you are going to get the meaning ugly way. So that all people can run wrong way. Achiranadeva means. So But provided that, yesterday I told, Dikha Purascharan Vidhi Apekha na kare. You cannot get any meaning. No need of taking Diksha, Advocate, Purascharan. But Bhakti doesn't meaning, no. Dikha 100% need. So gestern hat er gesagt, Diksha und Purascharan ist nicht nötig. Aber das ist die Kondition, was im Chaitanya war, das ist 100% wichtig. Harinam ist komplett, da kann er alles geben.
Here also this condition applicable. Some material people, now not doing bhajan. Still, if they have scope to hear, of course one condition, they have not done any aparat in their life. Maybe pop, simple activities done. When they have the scope to hear from an excellent devotee, So wenn whose heart is made Devotees hören von einem exzellenten Devotee, Krishna Bhakti, Tatra Laulyam Apimulyam Ekalam Janmam Koti Sukriten Nalabhyate. So das ist das Beispiel, was auch beim Mahaprabhu gegeben ist. Krishna Bhakti Bhavati, so Bhava. Krishna Bhakti Rasa Bhavidamati Kradam Yedi Kodobina Labhyate. So eine Person halte ich fest, der was Bhav in seinem Herzen hat. Provided they are going to get some excellent facility to hear Harikatha from an excellent So wenn du Harikatha hören kannst von einer exzellenten Person, vor dem das Herz komplett geschmolzen ist in Bhav, so wie von Malini, die Floristin in Vrindavan, itself it was more than sufficient. But Malini, when collected flower, melt up, sometimes crying and shouting, dancing. So Malinis Herz ist komplett geschmolzen. All I see. So Sridhar was speaking, Vishwanath was okay, right? That doesn't mean you have to throw all scripture at everything. Only go on hearing. You are coming from Africa, this, that, you also, you're all full of anartha. You read one, you read it. No need of going to Dhruva Charita, Prahlad Charita. Also No need. Whereas die sagen, na, du musst nicht Prahlad Maharaj oder Dhruva Maharaj über das lesen, sondern du kannst, sollst gleich zu den Themen vom Rasalila kommen, aber das ist falsch. Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, du sollst zuerst Dhruva Charitra, Prahlad Maharaj, alles lesen. Aber du folgst nicht, aber du meinst, dass du Ujjvala Nilamani aufmachen kannst in meinem AC-Room und dann lesen. Und du kannst so Krishna kriegen. Das ist nicht so einfach. So Krishna ist nicht so billig. I told in one sabha to everybody that I can allow you, anybody, I can allow you to stay inside one AC room. Also er sagt, okay, er kann uns erlauben, in einem AC-Raum zu sein. Er bringt Prasadam morgens, abends, also was immer du willst. So, die reinigen das Zimmer, du brauchst nichts machen. Und du kannst sitzen in einer Asana und dann Harinam machen. Du brauchst gar nichts machen, nur Harinam chanten. Also ist es möglich, Harinam zu chanten und dann Krishna zu kriegen. Srila Prabhupada sagt, mach Seva die ganze Zeit und sprich Harinam. So, das ist der Ratschlag von Srila Prabhupada. Mach Seva mehr und mehr. Und sprich Harinam. So ist nicht so, dass du da im Zimmer mit Klimaanlage Ujjvala Nilamani lässt und dann Gopi wirst. Das ist nicht möglich. Wenn Chaitanya Mahaprabhu spricht,
Why not you are going to follow him? Chaitanya Mahaprabhu speaking to Gadadhar, I like to hear Prahlad Chaitanya. Oh Lord, did you hear that? No, again I like to hear. So Chaitanya Mahaprabhu will selber eben You are going to ignore it? vom Gadadhar Pandit will er Prahlad Charita, Dhruva Charita We hören. are now elevated up to Raganuga. Die sagen, na, das ist für uns zu niedrig, wir wollen was Höheres hören, Which you know? über Raganuga Bhakti. Oh, Jal. This Raga is called Raga. That kind of Raga you can get. Raga, you know, Puriya people speak. Raga Hauchi. Raga Hauchi means very Jal. Hey, you are applying too much mircha, chili. I cannot take it. This kind of Raga you can get. So when Chaitanya Mahaprabhu wanted to teach you that way, So, wenn Chaitanya Mahaprabhu das ihm sagt, geht durch die Schriften, Prahlad Charita, Dhruva Charita, um das Gefühl zu kriegen. Dass du wirklich fühlst, du bist nichts, du hast keine Kraft. Wenn Gurudev und Vaishnavas mich segnen, die können mir die Kapazität geben, das zu folgen. Bhaktivinoda Thakur, Narodam, alle schreiben falsch, aber so Vidi Marga Bhajane. So du musst zuerst Vidi Marg folgen. Those who are going to get Ragmar, for them Vidimag is not like poison, but like nectar. Vidimag is like nectar. Guru Bhargava is speaking, I can show you from Nadia Prakash, Gauriya, all I can look at. You are giving me this scope, I can give you internet, all in writing, all judgment, everything. It is written there. Vidimag is not poison for you. Only the difference is that those who are not growing that kind of mentality to move freely out of any scriptural instruction. So Vidimark ist, dass du nicht außerhalb von irgendeiner Führung bist. Von schriftlicher Führung. Also Vidimark ist ganz wichtig. Bhakti Purva Swami ist auf viel einer höheren Stufe, aber trotzdem zeigt er den Pfad von Vidimark auf, nicht den Ragamark, um uns zu stoppen, damit wir nicht zu früh die Früchte klauben vom Baum und dann runterfallen. So Vidimark ist wichtig. Mit Nama Sankirtan. Harikatha, Harikirtan. Und du praktizierst das unter der Führung von reinen Guru und Vaishnavan und heute oder morgen hast du Erfolg. Because Ragamark not depending on any instruction. But Vidimark is not poison. Those who are going to follow Ragamark, for them it is nectar. So denen, was Ragamark folgen, für die ist Vidimark Nektar. Gradually and gradually, very shortly you can find, because one key point is that you have to do Nama Sankirtan you have to do. Under the guidance of Purva and Bhaktivinoda Thakur. Like Purva all the time, Bhaktivinoda Thakur all the time. Non-stop. So du musst non-stop in Harikirtan sein. Singen, Schreiben, Bhagavad Gita, Siddhanta, das ist alles Harikirtan. Die ganze Zeit. In der Gaudiya Math, das ist die Spezialität, das ist non-stop Kirtan. Wenn du in die Küche gehst, dann musst du Kirtan machen. Wenn du alles, was du machst.
Nicht, dass du dir in der Küche dann erinnerst an die Fidschi-Insel, sondern du musst dich immer und überall konzentrieren. Also bei allen Angas, bei allen Dingen von Bhakti, du machst zum Beispiel irgendwas die ganze Zeit, sollst Hare Krishna chanten. Und also du sollst niemals aufhören, den Harinam zu chanten. Ganz egal wo, überall, in jeder Stimmung, nonstop, Harinam und Hare Kirtan. Beim Einkaufen, beim Wäschewaschen, beim Aufräumen, immer soll der Name auf der heiligen Zunge sein. All das muss eben immer unter der Führung von Harinam Sankirtan gemacht werden. Ata Sri Krishna Namadina Bhavat Sevan Mukhi Jivadausvayam Eva Spuratyadaha. So der Vers ist auch, was man über nachdenken kann. Ata Sri Krishna Namadi, also Krishnas Namen, Form, Qualitäten, Pastime. Krishna Nam, Krishna Parikar, Krishna Vaishishta, Krishna Lila, Krishna Dham, nothing can express their charming feature and form. That's why what condition? Atha Krishna Namadi, na bhaved. Bhaved is vidili. Na But bhaved. when you are using this, that bhaved, in Rasa Lila you are using bhaved. But here you are not using this bhaved, why? There you are using bhaved. Here you are not using bhaved. Very clever you are. So there, what I say? Atah Krishna Namadi na bhaved rajyam indriyai sevan mukhehi yuhayam swayameva spuritada. It's an automatic factor. It's an, I can write total thesis and show you. So, er wird über das Ganze alles eine Thesis schreiben. Ein Buch wird daraus kommen, über all die Punkte. Here when it is written, you are very, very clever, you are going to pass away. Huh? Why? Tattpara bhave there, bhajate tadrisi kira, jasutta tattpara bhave. They are making commentary. Oh, everybody, tattpara bhave, bhave vidilin, you have to, otherwise you can get punishment. I can catch your neck and throw you to Rasa Lila. This is not Tatpara Bhave, this meaning. And when I am speaking this thing, you are not applying. Atha Krishna Namadi no Bharat Gajjavindri, Seven Mukhehi Yuhaya Madhuswayam, then you are going to ignore. Oh, it's nothing. This is vital slow. Krishna Nam, Krishna Rahu, Krishna Lila, never infinity pure, not going to express in front of you. So, when you are going Krishna to follow Sahajiya. You are not going to follow Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, never in your life. So, wenn du nicht Prabhupada Bhaktivinoda Thakur folgst, dann hast du, kommst du komplett ab von der Linie. So, morgen This kind of art is quite natural, it is related. With Rasa Tattva I was bound to do. Because if by this my Venu, Gita, if you are misguided, then what use? What use? I should not decide.
if I am not able to, protect you from ruin, danger. So now you see, yesterday, what all I discussed already, Devbo Vimanagata Yoho Smaranam Nusara Vrasham Prasunakavaram Muhur Benipyo. I already discussed this. So, jetzt kommen wir wieder zu Venu Gita, aber er sagt eben, das sind die Themen, was jetzt davor besprochen hat, alle wichtig sind, um in das Thema einzusteigen. Those wives of the demigods, they are expressing their abnormal mood. They fall down. Ecstatic feeling. They cannot just bear when looking at Krishna. Die Gopis, die halten es nicht aus, wenn sie Krishna sehen. Es ist ein Fest für alle Frauen. Sanmohitam Charitarya Chalatrilokam. Lokam Sauramidam Niraksharupam. Tuchatrumam Vega Pulakanyavaran. So, der Vers sagt aus, was diejenigen für Gefühle haben, die was die Vamsi hören, die Flöte von Krishna. Das kann keine Philosophie beschreiben. Wenn das ganze Lila nicht mein Herz berührt, so wie kann er sprechen über das? Es gibt nicht nur Kommentare über das Thema. Er will vom Herz über das Thema sprechen. After that, those Gopikas I already told, their heart, each every Gopika. So, das Herz von den Gopis, das ist wie ein Ozean, unendlichen Weiten, in dem so verschiedene Sanchari-Bhavs Gefühle aufkommen und wie Wellen. Manchmal steigen sie auf, manchmal gehen sie wieder weg. Now they are busy with you see Sakhi, they are the wives of the demigods. Saki, das sind die Frauen von den Halbgöttern, die sind so vom Glück begünstigt. Die haben die Möglichkeit, Krishna zu sehen. So, es ist ein Fest für ihre Augen, aber wir müssen daheim bleiben, mit unseren Ehemännern erlauben uns nicht. Wir sagen sofort, wohin gehst du, geh nicht raus. Also die haben keine Möglichkeit rauszukommen, die sind gefangen. Und sie sagen, die Frauen, die sind so vom Glück begünstigt, wir wollen auch das Glück haben. Brahma, zum Brahma beten sie. So, wir haben den Körper von den Gopis, so gib uns auch so eine Möglichkeit, dass wir so eine Geburt haben. Aber in Wirklichkeit sind die Gopis die Höchsten. Gavascha mukha nirgata venu gitam yosam muditam pipanta Gavascha Krishna mukha nirgata venu gitam Piyosam udada karuna putai pipantya Shavyas snutastana paya kavalasma tastur govinda matmaniti shashu kalam sipantya. Was bedeutet das? So, die Frauen kommen vom Himmel, aber die Kühe, wie sind die vom Glück begünstigt jetzt? So, nachdem sie die Flöte hören von Krishna, was machen die? Gavascha, also die Kühe, die Gomatas.
Krishna Mukha Nirgata Venu Gita. Nach Piyusha ist Nektar. Every fraction of second is ocean unending. One time I can speak, you have to remember. Not that repeatedly you have to do. How I can speak? Infinity ocean. You should be very clever, very, powerful. One time here, Gurudev, my Gurudev told this thing. So here, Gavascha Krishna Mukha Nirgata Venu Gita Piyusam. Maharaj, if you want to give me some liquid, nectar, or beverage, maybe sarbat, so I need one glass. So, normalerweise, wenn du was trinken willst, dann gibt er ein Glas. So, er braucht ein großes Glas. Die Gomatas, die haben kein Glas zum Trinken. Aber Krishna gibt den Nektar und sie halten ihre Ohren rauf. So das Ohr, das ist dann so wie die Tasse oder das Glas. Und Krishna, die trinken den Nektar von Krishnas Flöte durch ihre Ohren. So there is one kind of glass, nice glass. Very nice glass. They are drinking this nectar. So this is Gavoscho Krishna Mukha Nirgata Venu Gita Piyushamuttam Mitakarna Pute Givanda. Very eagerly. They get lost and they stand still. They forget everything. Maharaj getting grass. They are, but forget. So, die sind am Grasen, die Kühe, aber wenn sie die Flöte hören, dann hören sie auf und das Gras, sie kauen nicht mehr mit dem Mund. So, sie sind wie ein Porträt im Wald von Vrindavan. Sie stehen still alle. Alle Kühe, Rehe, Vögel, die sind alle wie still, wenn sie die Flöte hören. Piyusammuda, Nabudani, Shanas, Snutastana, Kavalasmatastu, Vindamatmanita, Shashus, Susamta. So, die sind die kleinen Kälber. Die trinken die Milch von den Brüsten von der Mutter. Aber wenn die Vamsidvani kommt, dann vergessen sie zu schlucken und die Milch rinnt raus aus ihrem Mund. Sobald die Flöte hören, sind sie sofort Arm hoch und sie vergessen sogar zu trinken von die Euter von der Mutter. So, und sie weinen, die Kühe und die Kälber. So, was ist der magische Zauber in der Flöte von Krishna, der was sie alle in Tränen ausbrechen lässt? Freudentränen. So, alle, die Rehe, die Kühe, alle haben Perlen auf Tränen in die Augen. They stand still, as if those Gomatas going to embrace Krishna. So, und innerlich ist es so, dass die Kühe Krishna umarmen in ihre Herzen, obwohl sie keine Arme haben oder nur Hufen, aber sie wollen mit ihrem Herz rennen sie, also sie rennen zu Krishna und innen drinnen in ihrem Herz umarmen sie Krishna. Sie können so mental umarmen sie in dem Geist, in dem Herzen umarmen sie die wunderbare Gestalt Krishna.
So Vrindavan, das ist ein transzendaler Ort. Alle Kühe und Tiere und Blumen und Bienen, Schmetterlinge, sind alle transzendal. Also nichts ist dort materiell. Aber wir sind materiell, so wie können wir durch Gewalt in das Vrindavan eindringen. Maya Devi sagt, diejenigen, was die Grenze übertreten, können nicht rein. Vrindavan. Die haben keine Chance einzutreten, ohne Gefühl in das Vrindavan. Prayopadamba Vigahamoryo Vaiswaman Vishnet Shitam Tattaritam Kalavinvitam Harujetrum Shantam Meditotrishovagannavacha Prampadamba Vihago Munayo Vinesmin Krishnekshipam Vruditam Kaluvenu Gitam Aruya Yedrushena Nivrapivalam Shimvanti Kanvin Shovena Raja Prayo Patanga Viharo Munayo Vanesmin Asmin Vanevran Vihaga, die Vögel. Prayo. So, es ist. Bengali ladies, they speaking sometimes. And those Brajavasis also. It is their usual practice. They are not speaking this to their mother. But Bato Ambo Bato, you speak, oh mother, is actually not mother. Also bengalische Frauen sagen auch manchmal, oh Mutter, Mutter, sprich jetzt, Mada. In Brajavasi, Also in Vrindavan sprechen sie ja Ma, aber das ist nicht, dass sie jetzt das nur zu ihrer Mutter sprechen, sondern Ma ist oh Ma. Is one kind of exclamation. Not that they are going to speak to mother. So this way, Prayo Vatan Bhavihaga Munayo Vaniyasmin Asmin Vani Vrindavani Vihogaha Prayo Vato Ando Krishnekshitam Taduditam Karavenu Gitam. After hearing the Vamsi Dhani from the fruit of Krishna. Taduditam means from Krishna coming. Taduditam means where from it is coming. What is the source? Krishnekshitam taduditam kalavenu gitam. Krishnekshitam kalavenu gitam. Those Vihaga, they are looking at Krishna, stand still. It thinks that they are Muni, Mauna. It thinks they are Mauna. So, Prayo Vatango Vihaga Munayo Vanayo Srimani Krishna Chitam, they are looking at Krishna, Taduditam. So, die Vögel, wenn die Melodie von der Vamsi, von der Flöte hören, dann schließen sie ihre Augen halb und hören ganz still wie Munis. Normal zwitschern die Vögel und sind ganz munter auf, aber da sind sie jetzt der Position, dass sie wie Meditierende sind, wie Munis. Wenn Chaitanya Mahaprabhu durch den Atmaramas Chamunaya Kurvantya Hoituki Bhaktim Itam Gunahari. Chaitanya Mahaprabhu hat den Vers 61 Mal erklärt. Munayo, Muni. Muni sind Bhaksha, Vögel und so weiter. In Amarkosh, in dem Wörterbuch, finde ich das.
Schumann bedeutet Pful, Pushpa. Ist alles für Blume. Kann alles für Blume verwendet werden. Akash, Amba. Vihagamunayo. There was Vihagamunayo. So they sind wie Munis. All deren Aktivitäten und alles kann auf das die Munis sein. Prayo Patamba Vihagamunayo Vanesmen Krishne Khitam Tatudidam Kalavenu Gitam Aruya Che Doma Pruja Ruchira Pravalan. Ruchi Pravalan bedeutet those who are birds, they like to take that taste. Just now coming up, sprouting. They like to take. So die Vögel, die wollen das kosten, wenn man eine Pflanze gerade eine Pflanze abschneidet, der Tulsi, nachher die Knospe, die wollen sie essen. Arucha bedeutet auf Bäume klettern. Chedruma. They are taking place one by one. Chedruma Bhajan Ruchira Pravalaha. One point is that why they are Muni? So warum sind die Munis? Vishwanath Chakravarti, alle kommen, die was Kommentare schreiben, die sagen, those who are going to follow, those Munis, usually the Munis, they are going to, some Munis there, they are going to follow Ved. So manche Munis, die folgen in die Veden. Gibt es verschiedene Arten von Munis. Manche konzentrieren sich an Paramatta, manche an Brahma, manche an den höchsten Herrn. So verschiedene Arten von Munis. Aber Devotee Munis, das ist der höhere Faktor in dem Herzen. Vedic branches. Because Ved is also Ved of Kalpadruma. Veda ist auch Vedic Kalpadruma, also wünschvollfüllender Baum. Also es sind viele Arten, viele Früchte hängen in dem Baum. Karma Kanda, Jnana Karna. So manche Munis, die fliegen zu den Zweigen. But here this Muni, these birds, they are very clever. They are not going to take advantage. Aber die Munis, die ignorieren die Vedas. What Veda can do? They are going to follow the track of prema, the Vamshi Dhani. They have the chance. Why they can take trouble to follow Veda? So warum sollen sie die vedischen Schriften hören? Die hören jetzt die Vena von Krishna. So alles Soziale, das ganze System brechen sie, die Gopis, und gehen zu Krishna. It is written in Bhagavatam. Very nice. Bande, what did you say? Padadayama Gopikas, I forget the sloka. Very nice. Very nice, I forget. All the time I speak. But now he see, I can remember. Arucha je druma bhujan ruchiro pravalano sranti amirita drisho vigatan navachaka. Like Muni, they are going to find one solitary place. So wie die Munis suchen sie sich einen einsamen Platz. Und die
Die verstecken sich in Gezweige. Es ist wie ein Bhajan-Krotir. So dass sie keiner sehen kann und sie piepen raus und schauen auf Krishna. So, die Umgebung stützt sie, weil sie machen wie so ein Bhajan-Krotir auf die Äste. So, die Äste haben sie so hingelegt, dass sie, wenn sie Krishna anschauen und falls sie jetzt berauscht werden von Krishna und dann vielleicht umfliegen, dann kann nichts passieren. Vande Nanda Vrajastrinam Padareno Babikshasna. So mehr und mehr wiederholt will ich Ehre geben an die Gopis, die was in Vrindavan sind. Vande Nanda Vrajastrinam Padareno Babikshasna Ya Samaho Harikata Gitam Punaka. So, Srudanti Amirito Drisho, Amirito Drisho, Amirito means you have twinkling in your eyes. Amiliti Drisho bedeutet, dass du ganz einen kurzen Zwinker machst mit deinen Augen. Aber die sind immer offen, weil die Vögel wie Munis sind. Die schauen immer auf Krishna. Payo Padamba Vihagam Unayo Vanismin Krishne Kitam Taturidam Kalabenu Gitam Ayutshayena Truma Pucham Durchira Pravalan Sinanti Milito Trisho Vikanna Vacha. So die stoppen ihr Gezwitschere. So wenn die Vamsi-Twani hören, dann verlieren sie sich. So das ist der Zauber von der Flöte von Krishna. This is the magic spell. Now after that, those Gopikas thinking, oh Sakhi, we are really missing everything. You see, at least you see those birds, they are like Muni. They have the chance to drink the nectar endlessly. They are, going to drink again and Und die Gopis, die sagen, oh schau, oder die Vögel an die Munis, es sind auch in der Position. Wo sind wir? Wir können das nicht. Die sitzen in die Äste von den Bäumen und die können die Flöte von Krishna hören. Lass uns auch so Geburt nehmen, bitte, nächstes Mal. Weil sie fühlen sich, dass sie eben nicht die Möglichkeit haben. So, warum hat uns Brahma nicht ein Vogel gemacht, ein Vogel in Vrindavan? Die können überall frei sich bewegen. Krishna geht zu Kokilavan, die können dorthin gehen. Sie brauchen nichts. So, Krishna ist auf der Yamuna oder irgendwo, sofort können die nachfliegen und dorthin gehen. So, wenn Chaitanya Mahaprabhu in Kokilavan ist, dann sind die Kuhhirtenjungen mit den Kühen dort und die Kühe wollen aber zu Chaitanya Mahaprabhu laufen. So, wenn er selber in Goshala geht, dann lecken ihn auch die Kühe ab. Oder die Kälber, das Kalb, was jetzt geboren worden ist. So, das ist Krishna Bhajan. Man braucht den Geschmack von Harikada, Ganga, Jamuna. Now, those Gopikas speaking, it would have been better. They would take the form of birds. Now it's very dangerous to be in the form of Gopikas. How we can go to Vrindavan to meet Krishna, see and hear
Bansi running, not possible for us, too much bondage, you know. No. After that, again, those Gopikas, they are, you know, one by one, countless bhava, like, you know, like waves coming. Those Gopikas saying, see, okay, you can see the feelings of those birds, how lucky they are. Lakshanavavana vivega alanganam mudari dhyantim padavim kamalopahara nadyastadatta udarya mukunda gitam gitam avartanam maralakshitamavavavegna Nadyastatatyaha, also Nadyas sind Manasiganga, Flüsse, verschiedene Flüsse, Teiche, Nadi, Nadyaha, Jamuna, Manasa, die haben alle ganz extraordinäre Gefühle. So, das sind Flüsse, Teiche, aber was ist deren Kondition? So, es scheint so, als würde Flüsse sich bewegen, aber manchmal kommt es vor, dass die Flüsse auf einmal stoppen und nachher kommen sie am Whirlpools. Und so Wellen, die Wellen wollen eben Krishnas Füße berühren. So viel Anziehung haben die zu Krishnas Füße. So die rotieren in einem Wirbel und nachher kommt Wasser raus, eine Welle raus und mit der Welle wollen sie dann Krishnas Füße berühren. Our Prabhu coming, our hero. Now what to do? They are doing, they are flowing. After that they are making, unnecessarily they are making one current. There is one kind of big car. And after that the swelling. So, das ist eine Art von Transformation. Normalerweise fließt der Fluss in eine Richtung, aber der Fluss dreht sich und geht dann in Whirlpools und berührt dann die Füße von Krishna. They can embrace, but first the point is there. When one lady love is there, suppose hero not going to speak anything, but heroine, I mean coming here, so love hero very much, but that time hero not speaking anything, he is simply coming and embracing him. In that case, if hero not going to express any mood, then he feels sigh and fall down in lake. Follow, it's natural. Then similarly, they are coming to embrace Krishna. They wanted to, but still when they say that so, die Flüsse, die wollen Krishna umarmen, aber sie können das nicht. Weil, auch wenn der Mann manchmal nicht spricht, aber die Frau, die will ihn umarmen. So, sie klauben die Lotusse, sie pflücken die Lotusse mit ihren Wellen und legen die Lotusse in Form Krishnas Füße. So, wenn du die Stimmung eines Tages, die Augen, die Bhava Jakshu kriegst, nachher kannst du verrückt werden. Jedes Mal, wenn du schaust, so viele Symptome sind da. So ununterbrochen kommen Gefühle auf den Ozean. So Krishna Prem.
so was still sein, Wasser, das was normalerweise fließt, das wird still. Oder sogar Wasser, das fängt an zu reden, Wolken fangen an zu reden. Das ist keine falsche Philosophie. Das ist eine wirkliche Stimmung in die Gopis. Die sehen das, die fühlen das. Na das Gundagi tam Avaranadakshudaman Bakshun Vega Vega. So die Flüsse sind so, unser Leben ist weltlos, die Flüsse sind so von Glück begünstigt. Wenn wir das Möglichkeit hätten, als Yamuna, als Manasi Ganga, die Gopis hören, die Flüsse reden und wie sie Krishna dienen, das ist keine Einbildung, sie wollen auch so eine Geburt haben, obwohl sie selber die am meisten vom Glück begünstigen sind. Aber sie sehen es in ihrer Sichtweise, dass die Flüsse, die sehen, mehr Krishna dienen als wir sie. Drishta Svadbhaja Sahara Sancharayantam Anuvenu Muditarayantam Prema Prabridha Uditaha Kusumavalivihi Shakshura Vedhada Savapusambud Atapatram. Follow. You should honor very nicely. It is written, Drishta Tape Rajavasuna Sahora Rama Gopai Sancharayantam Anuvenu Mudirayantam. What happens? Those clouds. So die Wolken jetzt. Krishna is suffering too much. Balaram and Krishna, they are sunlight. So Petra has a chance now and go. So Krishna und Balaram, die sind so lange unter der Sonne. Dann denkt sich die Wolke, oh, ich muss jetzt ihnen Schatten geben. Und nachher kommt die Wolke und gibt ihnen Schatten, wie ein Regenschirm. Drishta Tape Vrashavasu Saramo Gopai Sanchare. So nachdem sie die Venu-Git gehört haben, sind sie wie so schockiert. They are also making some sound. Dig, 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 dig. Those clouds. So die Wolken, die machen auch so Rumbeln, so Sound. Prema Pravritta. When Prema getting Pravritta, Pravritta means high class. Prema Pravritta Uditaha. They are Prema that, overflowing. So die Prem, die was überquellt. Prema Pravritta Uditaha. It is a prema prabridho uditaha. Kusumavalivihi. They like to drizzling, drizzling? Drizzling, Drizzling, you don't know. When actually from clouds, actually heavy rain not coming. Drizzling, like, shower. Jagannath Puri, at the time of Jagannath Rasayatra, they spray water with very nice, like mist, like mist. With pump, some pump. So those clouds, they are going to. So das ist kein wirklicher Regen, das ist so wie ein ganzer feiner Mist, ein Tau, so wie ein Spray. And Shakshur Vedhat, they wanted to make a nice friendship with Krishna and those covered boys. Shakshur Vedhat, Sabapusan Bud Atapatram. Atapatram means umbrella. Atapatram bedeutet der Regenschirm. Swabushambudha. There is in cloud or there is particle of water. Cloud means so eine Wolke ist gemacht aus Wasser. Swabushambudha.
So feine Tropfen kamen da runter, ganz ein angenehmes Gefühl, nicht wirklich Regen. Also dieses wunderbares Gefühl im Sommer. Krishtabe prashuna sanjopai sancharayantam anuvenam mutirayantam prema prabrita udita kushmabalabhe Shakshurvadam Swapashumpadam Tapatram. So machen sie Freundschaft mit Krishna. Die Wolken. Also wir sollen keinen Zweifel haben, Vrindavan ist ein transzendaler Ort, Aprakrita. Die Wolken, Bäume, alles ist spirituell, transzendental, jeder Partikel in Vrindavan. Und kann eine Antwort geben. So Kalidas, der Pandit in der materiellen Welt, der hat geschrieben, Kumar Sambhavat Megdut, so Schrift Megdut bedeutet making that mega cloud, the messenger, oh cloud, oh mega, you go and inform to my lady love, that's my condition is this. Maybe today night she is going to look at the full moon, I am also looking at the full moon, so our Milan is there. I am looking at moon, she is looking at moon. Maybe physical Milan is not there, but Bhava Milan is there. This kind of nice writing. So Kalidas, der schreibt solche Schriften wie O Wolke, bitte sag zu meinem Liebhaber, dass wir auf den Mond schauen. Und dann schaut er auf den Mond und ich auf den Mond. Und so sind wir gemeinsam, weil wir beide auf den Mond schauen. Because he was, showing some, not showing sincerity to worship Shiva, to collect flowers and everything, then he was cursed. Go! You cannot stay here. Then wives and children are all left, and he is staying long away, punishment given. He cannot bear because he is separated from his lady love. He is separated from lady love. How can he live? So wie wenn du jetzt getrennt bist von deinem Liebhaber, Laila, wie kann leben ohne Majnu? Oder wie kann Jim ohne Tyler leben? Oder Romeo ohne Julia? So anyway, they need some. No, Damanti, you can go. You should not go because Purva give restriction. You should not go through Mahabharata because though Mahabharata extract is very high. So, Mahabharat, das soll man nicht wirklich lesen, weil Srila Prabhupada hat gesagt, durch das soll man nicht gehen. Wir wollen die transzendentale Liebesbeziehung mit Krishna. So wir sind interessiert in Venu, nicht in Mahabharat. Mahabharat, die Liebesbeziehungen, die können da Probleme bereiten. Mahabharat ist gut, aber so viel Karma kann da. Es ist schwer zum Verstehen, so du musst Bhagavatam folgen. Das ist Prema, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat ist viel mehr praktisch. So Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada sagt, lass am Anfang Chaitanya Charita liegen und red Chaitanya Bhagavat, um du immer in Verbindung sein mit Mahaprabhu und Nityananda. Du kannst durch das Kraft kriegen. Weil Chaitanya Charitamrita ist so viel schwieriges Siddhanta, was man nicht so leicht verstehen kann. Es ist der Ratschlag von Srila Bhaktivinoda Thakur und Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. So, es ist wichtig, durch die Schrift zu gehen. So, nobody going to obey me. How I can help you all? If you are at all not going to obey me, then how I can
How I can help you? Huh? Cannot help. Bande Nanda Vrajastrinam Yasam Harikataditam Punanti Bhuvanachayam Yasam Harikataditam Punanti Bhuvanachayam Vanchakapuduroshi Vasam Doshi Pasiddhanam Prapadoshi. So you can ask some question if you have. Yes, I have question. I put some time for you, I know. So what question you have? First of all, you speak all judgment giving, one by one, legal judgment. All you follow or not? All you follow legal judgment giving? All judgment given from top to bottom, you understand? Then what? The first part of Harikatha. Huh? I read one third of Bhakti Pramod Puri. What? He told in this third, it's 1918 something. He told in foreign country now going on apasampradaya. No, so many opposites. Like Sakhaji in the end, he told, I don't like Sakhaji, I don't like Sakhaji, I don't three times. I don't like Sakhaji, I don't like Sakhaji, I don't like Sakhaji, three times. And 3 times. So, and the question, one, why is this Sampradaya Sakhaji, Sampradaya not was, so other Vaishnavas don't tell us this is Sakhaji, why they keep studying and even have relationship like actually see something like at present situation is very toxic. Present situation is very So, toxic. jetzt hat jemand gefragt, warum nicht jeder uns eben so warnt wie Shamdas Babaji Maharaj. Und Babaji Maharaj hat jetzt zur Antwort gegeben, Those are totally innocent, they don't understand. They are going to submit and do Guru Vaishnava, they say what you do is okay. They can be said. And those aber who are momentan totally das ganze toxische in between those who are, they are going to meet problems. das Umfeld. Because they cannot prove their 100% submission. At the same time, they have no capacity to go up to that level. Follow? And a situation is such, at present, nobody going to speak anything against anybody. Nobody going. Some Maharaj going outside foreign country, they speaking Maharaj. One Maharaj from this Gauriya Math coming speaking this, after he gone, some Maharaj coming, he speaking English. They are not going to fight with each other. Because if I speak my field, like medical representative, they have some field. Why you are coming to my field? This zone is my zone. They don't like to get this because they like to get some facility from there. I am bound to speak this. Nobody going to So speak. viele wollen eben nicht über die absolute Wahrheit sprechen, weil sonst verlieren sie eben die Anhänger. They are going to lose some facility. La Puja Pratishtha. Follow? Guru Maharaj, his whole life, if you see the whole life of Bhakti Pramod Maharaj, you can go mad. If time permit, I can discuss. Tirobhakti coming, I can speak for some time. After that, I can go to Vrindavan. I can come back, have some seva there for some time. After that, I can come and start again Gita. Gradually. So, you will have to hear whole thing with very full meditation. Full meditation. You will have to hear and digest. This Siddhanta, if you hear, nobody can make fool of you. Nobody can make fool of you. There is, Purva speaking, there was actually so many Sahaya Sampradaya. At present, countless Sampradaya. Countless Sahaya Sampradaya. Inside our mouth also. If you speak, they can fight with me. They can find why you are speaking this way. You cannot speak Harikatha.
No, I cannot speak Harikatha. They mean Harikatha mean to cheat people. Speak some sweet thing and go away. They don't think Harikatha means medicine. I will have to make operation, cut. This is called Harikatha. They don't say. Kesavana used to speak this. Follow? This is the seva. So you will have to follow it, not that you follow this Harikatha after that again going there and following Sahaja, how I can protect it? It's not possible for me. So anyway, any question you have? No? One. Our tendency, if we have Mayavada tendency towards Krishna, then we will have Mayavada tendency also in the relationship with people. Or is because we have a tendency of Mayavada with the people, that's why we have some Mayavada tendency with Krishna? Actually, Mayavad, we have automatically, those who are not having any touch of bhakti, pure bhakti, naturally, Purva, I already told, Purva told, we are all more or less contaminated with Maya. So first of all, we are Prabhupada sagt, wir sind alle kontaminiert mit Mayavad Vichar. no faith in 100% faith in Guru Vaishnava. So, wir haben keinen 100%igen Glauben in Guru Vaishnava und Bhagavan. Die Basis von Mayavad ist das. We have no faith in Guru Vaishnava. This can help you to get bad association, this, that, all the time. Also, Sangha. Be careful when, by the mercy of Krishna, you are already in this situation, where you are going to mount, there are also some bad association, going here in road, market, bad association. In that case, you will have to apply this nice formula. What is that formula? Given by Rupa Goswami, given by Raghunath Goswami, So, given by er sagt also Formula von Rupa Goswami, You have no right to fight with uns zu them. schützen. You have no right to fight because Also wir haben kein Recht, mit dir zu streiten. so better you will have to check yourself. Du musst besser dich selber ändern und von Guru und Vaishnav Kripa kriegen und verstehen, was ist die Basis von Mayavad, Abhaktivinoddhara. So, schütz dich selber. God helps themselves, God helps them. So, Those who help them. Gott hilft denen, die was sich selber helfen. You have to hear Harikatha and all Du musst the Harikatha time hören just und learn immer musst du Mata, das, when taking so much grass and straw, das verkraften, kauen. moving. You have to Also es chew. musst verdauen, die Harikatha. Not that Harikatha went, yeah, oh Maharaj, 3 years, sorry, 3 hours Harikatha over. Gone. Nicht, dass du dann sagst, schon 3 Stunden Harikatha Then you fertig can und get jetzt one power. You can feel. ansonsten, There I should not go, maybe my godbrother. There I should not. Who is godbrother? Who is godbrother? Who is not going to wer ist follow wirklich Guru Maharaj? Gottbruder? Der, was wirklich seinem Guru folgt, Like godbrother. das ist ein Who following my Guru Gottbruder. Maharaj, at least 80% okay. Totally opposite of it. Be careful. If I speak too much, it will become too much for them. They cannot digest. So don't touch me. You try to apply your, bhakti, and Huh? What question? Yes, quickly. Hey, speak out quickly. No time. Хорошо, подскажите, вот новые люди, которые приходят в Yes, сознание new Кришны, people who joining to Krishna consciousнess, они только Махараджи на Харикатхе и во время they can see some sannyasi on Harikatha time философию преподавания. and when they speaking lectures. Как узнать, что он является садгуру и не является How for садгуру, such people чтобы они не заблудились? recognize who Wait, is wait, sadguru, wait, who wait, is wait. not. I'll have to speak a big Harikatha over this point. Обширная очень тема, очень обширная. I'll have to speak big Harikatha over this point. It's sensitive issue. Такая чувствительная тема также.
That's the main point, that those who are newly coming, they demand at least satsanga, minimum satsanga they demand. Minimum satsanga, others were from beginning, they don't know. They're coming, they are getting better. How they can? So when they are newly coming, they need satsanga. Satsanga can give them not only the dikha I took from this Maharaj and whole asatsanga. Follow? Your Gurudev is okay. But after that you are giving asatsanga. What is it? So, if you are lucky, you will have to pray unto the lotus feet of Nityananda to arrange satsanga all the time. For new devotees, they have no sense. They cannot understand what is satsanga, they are going to die. That is the case happening. That is the case. I mean, that is the case happening. They are coming with most enthusiastic attitude. Oh, so nice. After that, after some day they were like, this Maharaj did this. He's really, oh my God. After that, they forget. Follow, you see. So, it was my suggestion to everybody. Those who are at least newly coming, you arrange them such association. Don't allow them to mix with all ordinary brahmacharis and don't allow, they don't obey me, they think I am mad. But experimentally I can prove. Any foreign devotees they are coming, they should be given a nice treatment. Very nice treatment. So that they have no scope to look this back. When they get maturity, automatically they will, oh, this kind of thing can be there. And you have to ignore. Follow. Automatically they can go. But new, when they are coming, they go, man, why Maharaj is doing? Why he is doing this? You will have to set the whole situation in mod. Mod actually have to set whole situation. Pujari, characterless. Cooking man, character, how you can make. And you can chase me. Oh Maharaj, how to run mod? You are speaking less. But if that one going to cook, how is possible Jagannath can take? Why you allow him? He is cooking and you are putting karma inside. Oh Maharaj, I took prasad, still karma come. Prasad means prasad seva kori sakal problem. So you must be very careful. I told them, actually, they should get nice association. Like, I give the example, when Purva was speaking Harikatha, Kunjaviyari Mukdasam came. He is actually, Kunjata came. When Kunjata came attending Harikatha, he is this. I cannot digest what kind of Harikatha is speaking. You want to go back. When Pranamanu, you hear more. Wait, hear me. More 3 or 4 days. No, I don't understand what you mean to say. After hearing more 7 days, he changed. Oh, this is actually Harikatha. I actually misunderstood him. So when you are going to attend Harikatha, same formula you have to apply. Avaishnava Mukhatgiram Harikasamritam Savanam Naiva Kartavya Sarvachishta Jata. He can memorize so much philosophy, there is no realization. So, at least you can get adjusted. If you say, no, never I can get bad association, it is not good. If I am not going to get bad association, how you can understand? You have to get habituated. This is that, oh, I can never get, oh, you have to have it. You can adjust yourself. This is your testing. This is the that Krishna can put you into a satsanga also. Also get satsanga. Also Krishna can get satsanga, also get and testing you. What do you prefer? So why you are bothered with that? This Gaudiya mean by there. Some bonded people can be there, some elevated people, all mixing. You will have to be very careful. Not that we can throw them outside now. They are also present. Gaudiya to one kind of hospital in which treatment Guru, but not that there is hospital okay. But there is hospital, there is patient but no doctor. Then what could be the condition?
I open mouth. There is so many devotees, they are bonded condition, but there is no way elevated devotee. There is no doctor. Who can give treatment? Who can give treatment then? There is a condition. You opening hospital, but you are not going to arrange one doctor. Perfect doctor. In front of which, in front of whom, if you go, you are going to stroke your head. You are bound to see his character, his total efficacy, you are bound to. Your head going to stroke, like Madan Mohan Madhavji was speaking. When I never in front of anybody, my head I am not going to stroke when I had my head. Only in front of this Mahaprabhu when I came, my head was totally bent. Why? This kind of power was there. So not speak that I cannot get any bad association. It is also good. I cannot get night time, only I need sunrise. How possible? Night and day, both can stay. That you have to act accordingly. So, don't that you have to get habituated, you have to go. Not that I cannot go anywhere. This is also one kind of disease. Follow. You have to go and search, test you in bad association, what is your psychology.